Nach den turbulenten ersten 3 Tagen in China nehmen wir den Zug von Urumqi nach Chengdu. Wir haben ein 60-Tage-Visum und wollen dabei die Provinzen Sichuan und Yunnan erkunden. Nächster Tag, wir sitzen nur immer im Zug, aber gestern, eigentlich bevor wir halt umgestiegen sind in diesen Schlafzug, sind wir noch mitten durch die Wüste gefahren. Da war echt nicht viel außer Ölpumpen und Sand und nichts halt einfach. Und heute in der Früh wachen wir auf und dann sind wir in dieser richtig coolen Berglandschaft. Ganz viel Grün, ganz viele Wälder, Bambus, Reisfelder. Ja, krasser Sprung für uns jetzt. Also, aber es taugt uns. Also es ist perfekt. Ja, so können wir wirklich die Zeit jetzt in die Berg genießen. Jetzt haben wir dann 2 Monate. Können uns, naja, Zeit lassen wir auch nicht unbedingt, aber wir können es halt relativ entspannt angehen, ehe wir dann nach Vietnam einreisen. Aber jetzt einmal in China. Nach 2 Tagen und ca. 2500 Kilometern Zugfahrt erreichen wir die Metropole Chengdu. Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan und liegt im zentralen Osten des Landes. Mit seinen 14 Millionen Einwohnern zählt es zu einer der größten Städte Chinas. Da es in China nicht möglich ist, sein Fahrrad mit den Highspeed-Langstreckenzügen zu transportieren, mussten wir diese bereits mit der Post von Urumqi nach Chengdu vorausschicken. Wir sind überglücklich, als wir unsere Fahrräder und unser Gepäck nahezu unversehrt empfangen dürfen. Wir packen unsere Sachen zusammen, schwingen uns auf den Sattel und fahren zu einem Hostel im Stadtzentrum. Die nächsten Tage verbringen wir in Chengdu und in der benachbarten Stadt Leshan. Dabei tauchen wir so richtig in die chinesische Kultur ein. Für Männer und Frauen. Stellen Sie dir vor, mit Alter, Name glaube ich nicht, Alter, Größe, Einkommen, was sie also haben, also ob sie ein Auto haben, ob sie Schulden haben, ob sie Vermögen sehen, wo die Eltern sind, wen sie suchen, wie alt er sein soll, wie groß er sein soll und die Kontaktnummer. Und da stehen jetzt die ganzen Verwandten von denen oder sie selber, ich weiß es eigentlich gar nicht. Und versuchen jetzt da ihre Liebsten zu verkuppeln. So geil, mitten im Park, mitten in der Stadt. Die werden schon verkuppelt. Also da haben wir jetzt auch mit Foto. Da steht er ist unverheiratet, ist 1993 geboren, am 21. März, ist 1,70 groß, College-Spezialist, was auch immer das heißt.
Alter und Größe ist ihm egal. Households are not limited. Und dann die Telefonnummer der Eltern. Ich würde gerne wissen, ob er weiß, dass er da hängt. Nach 4 Tagen Sightseeing freuen wir uns, dass es endlich wieder mit dem Fahrrad weitergeht. Wir machen uns auf den Weg Richtung tibetisches Hochplateau und folgen dabei der berühmten Pilgerstraße G318. Wir haben es überlebt. Der Reini sagt, das ist nicht schlimm. Nein, es ist schon schlimm. Also so ist es nicht. Zu mir sagt, das ist gar nicht schlimm. Nein, es ist machbar, weil also wir sind jetzt eben durch einen Tunnel gefahren und es ist halt voll stickig da drin, aber er ist beleuchtet. Die LKWs hupen zwar wie deppert, aber sie weichen immer wirklich großzügig aus. Aber man hat halt auf der Seite überhaupt keinen Platz. Es ist dann so ein hoher Randstein, so 1,5 oder 40 cm. Und dann ist direkt aus. Und es ist relativ eng. Aber er ist wenigstens halbwegs beleuchtet. Die Straßen ist gut. Ja, man kommt, da haben wir halt keine Schlaglöcher. Aber es macht keinen Spaß. Nein, muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber jetzt gibt es was zum Essen. Das erste Mal, dass wir in China selber kochen. Und jetzt haben wir schon 2 Wochen da. Einen Salat haben wir mal gemacht. Ja, Frühstück, aber gekocht haben wir noch nie. Gekocht haben wir noch nie, ne? Aber jetzt haben wir ja Benzin endlich. Ja. Ja, wir sind jetzt unserer Strecke gefolgt, der G318. Und wie scheint, ist da vorne, nein, wie scheint, uns ist jetzt schon gesagt worden, ist die Straße gesperrt, weil eine riesen Hangrutschung runtergekommen ist. Neben uns ist der Highway da oben.
Jetzt müssen wir, keine Ahnung, 3 Kilometer oder so nochmal zurückfahren, 4, und hoffen, dass wir über den Highway da jetzt durchkommen. Sonst ist es echt scheiße. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, dass wir weiterkommen. Und wir werden es probieren. Über eine provisorisch eingerichtete Brücke können wir die Mure am gegenüberliegenden Flussufer umfahren. Andere Fortbewegungsmöglichkeiten als Fahrrad. Das ist ein Chinese, der was von Chengdu bis nach Lhasa marschiert mit dem Gefährt da. Das ist echt so arg. Selber zusammenbastelt. Wahrscheinlich relativ schwer. Ja, krass. Wir haben unseren ersten Pass in China, den wir eigentlich nicht fahren wollten. Aber dadurch, dass wir am Highway nicht fahren dürfen, haben wir jetzt da rauf müssen. Weil im Highway ist nämlich ein Tunnel einfach durch den Berg, da hätten wir uns glaube ich über 1000 Höhenmeter gespart oder so. Aber es wollte uns keiner mitnehmen und jetzt haben wir es halt gefahren. Aber es war wirklich eine angenehme Steigung. Ja. Es war ein bisschen nass halt, ja. Ja, und das mit den LKWs war überhaupt nicht so cool, weil die in der Nacht dann fahren haben dürfen und dann war es echt extrem laut. Schlafen haben wir nicht so viel, das ist dann Nicht sehr ruhig, gell? Ja. Und dafür haben wir jetzt zur Belohnung, ich glaube 50 Kilometer Downhill. Juhu! Heute ist das 70-jährige Jubiläum der Volksrepublik China. Das ist also Nationalfeiertag. Die Chinesen haben die ganze Woche Urlaub und dementsprechend ist viel los. Die Hotelpreise steigen mindestens ums Doppelte. Es ist eigentlich alles ausgebucht und der Verkehr ist gigantisch. Also wir haben das Gefühl, das ganze Land ist genau da auf Urlaub, wo wir gerade sind. Und deswegen wollten wir eigentlich uns die Feierlichkeiten heute in Kangding anschauen. Aber also da war unter 30 € oder aufwärts wirklich, da war eigentlich nichts zum Kriegen. Und jetzt haben wir beschlossen, wir fahren noch ein bisschen raus aus der Stadt. Und jetzt haben wir aber so ein Riesenglück, dass wir da diese Wiese da gefunden haben. In dem Garten, der ist abgesperrt. Das haben wir jetzt über die Absperrung drüber und haben eine Aussicht auf einen 7000er, der da gerade in den Wolken ist, aber gerade noch zum Sehen war. Da hinten die Berge mit Schnee bedeckt. Wir sehen auf Kangding, auf den neuen Teil von Kangding runter. Aber es ist halt einfach wirklich so ein Riesenglück, weil es ist wirklich schwierig, einen Campingplatz zu finden. Es ist so verbaut und jetzt haben wir doch erst, ich glaube, 3, 4, 5, vielleicht 5 Kilometer aus der Stadt rausgefahren, aus dem alten Stadtkern. Und dass wir da jetzt gleich so eine grüne Wiese finden, mit Sonnenschein, der erste blaue Himmel in China, seit wir da sind, ist wirklich, lässt die Stimmung wieder heben.